Alles beginnt mit einer Geschichte. Ihre Geschichte beginnt hier. Auf Borg kamen Kinder selten krank zur Welt. Selten. Aber es kam vor. Als KL geboren wurde, schien zunächst alles normal. Ein gesundes Kind. Daran und Jeja zwei glückliche Eltern. Ein normaler Tag, eine normale Geburt. Doch nach der ersten Untersuchung bat der Arzt die Eltern in sein Büro. KLs Blut produzierte zu wenig Antikörper des Typs TZP3. An sich keine lebensbedrohliche Sache, solange keine Keime in ihrem Blutkreislauf gelangten. Sie würde sich hin und wieder geschwächt fühlen, aber sie könnte ein normales Leben führen. Für die meisten Eltern wäre das genug gewesen. Aufpassen, leben, lieben. Doch Daran und Jeja waren beide Wissenschaftler und sie wollten mehr. Sie gaben sich nicht damit zufrieden. Sie wollten KL eine echte Kindheit schenken. Was sie damals nicht wussten, dass der Preis dafür höher sein würde als jede Heilung. Für Daran und Jeja war es der Beginn von 14 Jahren Forschung und der Verkauf ihrer Seelen. Für KL war es 14 Jahre hinter einem Fenster. Sie schaute zu, immer nur zu. Ich würde auch gerne mitspielen. 14 Jahre später, am Terminal der Hauptstadt, kamen jeden Tag tausende Urlauber aus der gesamten bekannten Galaxie an. Willkommen auf Borg! Wir wünschen euch einen tollen Urlaub auf dem schönsten Planeten der Galaxie. Borg galt als Inbegriff von Urlaub und Erholung. Meistbesuchter Planet, offene Grenzen, alle waren willkommen. Und sie kamen. Nicht nur Urlauber, sondern auch solche, die Dinge beschafften, die man sonst nicht bekam. Seit der Geburt von KL vergingen Tage, Monate und Jahre. Daran und Jeja forschten. Anfangs nur mit Nanosonden in einer Nährlösung. Nanosonden sind winzig kleine Maschinen mit der Fähigkeit, selbstständig Aufgaben zu lösen, miteinander zu kommunizieren und sich zu etwas völlig Neuem zu formen. So zumindest ihre Theorie. Aber um ihre Theorie zu testen, mussten sie an Lebewesen ausprobieren. Jeja zögerte in der ersten Zeit, als sie die mausähnlichen Kreaturen aus ihren Käfigen holte. Sie redete sich immer ein, dass es zum Wohl KLs war. Von Versuch zu Versuch zeichneten sich kleine Erfolge ab. Aber die Versuchstiere starben schnell und manchmal laut. Je mehr Zeit verging, desto schwächer wurde ihre Empathie. Irgendwann reichten die kleinen Tiere nicht mehr aus. Die Versuchsobjekte wurden größer. Vollständig abgestumpft holte Jeja ein Tier nach dem anderen aus den Käfigen. Und jedes Mal starben sie. Daran sprach eines Tages aus, was er längst gedacht hatte. Vielleicht waren Tiere kein optimales Versuchsobjekt. Vielleicht bräuchten sie humanoide Spezies. In dem Moment, als er es aussprach, wusste er, wenn diese Grenze fällt, gibt es kein Zurück. Er schaute Jeja an. Was meinst du? Beide hatten längst jede Empathie verloren. Immer unter dem Deckmantel, es sei für KL. Am nächsten Tag kam ein Händler ins Labor. Daran bezahlte ihn. Es waren nicht nur Daran und Jeja, die forschten. Andere kamen und wollten ebenfalls mit den Nanosonden experimentieren. Das Labor wurde größer, die Versuche häufiger, die Schreie lauter. Sie hörten sie schon gar nicht mehr. KL kannte das Labor seit Jahren. Die Geräte, die Bildschirme, den Geruch. Es war für sie so normal wie für andere Kinder ein Spielplatz. Nur, dass hier niemand lachte. Sie hatte gelernt, bei den Versuchen nicht zu nah hinzuschauen. Aber weggehen wollte sie auch nicht. Das Labor war das einzige Zimmer im Haus, in dem ihre Eltern wirklich anwesend waren. Auch dieser Tag begann mit einem Frühstück. Er schaute KL an und fragte sie: Meine Prinzessin, wie hast du geschlafen? Ich hatte wieder diesen Traum. Sie wollte sagen, dass sie wieder geträumt hatte.
denselben Traum wie immer. Helle Lampen, kalte Hände, eine Nadel und ein Schreien, das keinen Ton hatte. Doch sie lachte und sagte, gut, wie immer. Im Hintergrund lief eine Sondersendung. Aktuelle Nachrichten. Wie soeben bekannt wurde, hat das Oberkommando von Borg einen weiteren Planeten mit intelligentem Leben entdeckt. Damit gehört Borg nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den am meisten besuchten Ferienplaneten der Galaxie. Nach aktuellem Stand ist es Spezies 3492. Willkommen auf Borg, oder wie ich immer sage, Ihre Eigenschaften werden der unseren hinzugefügt. Habt einen schönen Tag da draußen. Und daran sagte zu KL, dass auch sie alles werden könnte. Sie könnte, wenn sie groß wäre, einen Blumenladen eröffnen oder Touren für die Besucher zu den Höhlen von Tauris anbieten. Du kannst alles, Prinzesschen. Und wenn du groß bist, wirst du Königin. Königin von Borg? Oder besser, Borg-Königin. Dinge, die Väter sagen, wenn sie nicht sagen können, was sie wirklich meinen. Denn ein Heilmittel war nicht in Sicht. Selbst nach 14 Jahren schienen sie auf der Stelle zu stehen. Nach dem Frühstück gingen Daran und Jeja wieder ins Labor. Routine. Dieselben Handgriffe, dieselben Bildschirme, dieselben Hoffnungen, die sich jeden Abend in Schweigen auflösten. Wir beginnen gleich mit dem neuen Test. Versuch 8472. Ich habe die Resonanz um 2 Grad nach oben verschoben. Quiet like a storm before it breaks. I never asked for this design, but something growing inside me is waking and twisting the wires in my mind. Schau. Schau doch. I am shedding human skin. I am catching every spark, for I was just becoming. Merciless flood, the dream that won't let. 14 Jahre. Und jeden Abend hatte er KL ins Bett gebracht und ihr gesagt, dass morgen vielleicht der Tag sein würde. In diesem Moment riss er die Glasbox vom Tisch. Nicht aus Wut, aus Verzweiflung. Das ist ein Unterschied, auch wenn es gleich aussieht. KL bemerkte den Splitter in ihrer Hand erst, als es bereits zu spät war. Ein winziger Schnitt, ein Blutstropfen und darunter ein graues Implantat, nur für einen Augenblick sichtbar. Der Arzt hatte vor 14 Jahren gesagt, wenn Keime in ihren Blutkreislauf gelangten, könnte es gefährlich werden. Nur waren es keine Keime, es waren Nanosonden. Ist alles in Ordnung? Die Wunde war bereits wieder verschlossen. Und KL verstand zum ersten Mal, dass etwas in ihr begonnen hatte zu arbeiten. Und es fühlte sich nicht falsch an.